Hi Leute, Sven Erik hier. Diesmal geht es ums Schreiben von Dialogen. Ich habe mir eine Szene aus Inglourious Basterds rausgesucht. Zum einen, weil die Szene zum Großteil auf Deutsch gehalten ist, zum anderen aber natürlich, weil Quentin Tarantino einer der Meister des Drehbuchschreibens ist, insbesondere eben des Dialogs. Wir wollen uns anschauen, auf welchen Ebenen Dialoge funktionieren, wie sie aufgebaut sind und wie ihr diesen Prozess nachvollziehen könnt. Nur vorweg eine kleine Warnung. Wenn ihr euch nach dem Schauen dieses Videos direkt an eure Dialogszenen macht, dann habt immer im Bewusstsein, dass der Großteil wirklich von schlechten Dialogen damit zusammenhängt, dass die Geschichte einfach noch nicht funktioniert. Bevor ihr das Fundament nicht habt, ergibt es einfach keinen Sinn, am Dachwerk rumzufummeln. Also, wie gesagt, zurückgehen, das Fundament richtig ausarbeiten und dann den weiteren Prozess nachvollziehen. So, jetzt wo das aus dem Weg ist, können wir uns dann an das Schreiben von Dialogen machen. Wie funktionieren Dialoge eigentlich? Die erste Ebene ist die Ebene ohne Dialoge. Hier müsst ihr den konkreten Schlagabtausch zwischen den Figuren festlegen. Die Hauptfigur der Szene, in diesem Fall Major Dieter Hellstrom, gespielt von August Diehl, will ein bestimmtes Ziel erreichen. Hellstrom erkennt an der Art und Weise, wie Hickox, gespielt von Michael Fassbender, 3 Gläser bestellt, dass dieser ein Spion ist und möchte ihn auflegen lassen. Er richtet unter dem Tisch seine Pistole auf ihn. Hickox hat aber auch eine Pistole auf ihn gerichtet, ebenso wie Stieglitz links von Hellstrom, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hatte. Hickox will, dass Hellstrom mit ihnen die Bar verlässt, aber Hellstrom will lieber sterben, als den beiden die Genugtuung zu überlassen. Hickox erkennt, dass es keinen Ausweg gibt und veranlasst Stieglitz, Hellstrom zu erschießen. Alle 3 kommen im Feuergefecht um. Gut, dann kommen wir natürlich zur zweiten Ebene und das ist die Ebene der funktionalen Dialoge. Figuren versuchen mit Sprache ihrem Ziel näher zu kommen. Das heißt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder können die Figuren eine direkte oder eine indirekte Herangehensweise verwenden. Sie können also direkt sagen, was sie haben wollen. Und dann kommt es darauf an, will der Gegner das zulassen oder will er es nicht zulassen. Oder sie können eine indirekte Herangehensweise wählen, das heißt, sie sagen nicht genau, was sie wollen, sondern sie geben vor, etwas anderes zu wollen, um dann hintenrum an das Ziel zu kommen. Das heißt, diese Dialoge sind in erster Linie dazu da, um die Handlung voranzubringen und da steht einfach die Funktionalität ganz klar im Vordergrund. Wie viele Gläser? 3 Gläser. Ich muss sagen, ich habe genug von dem Affentheater. Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf ihre Hoden gerichtet ist. Dann sind wir zu zweit. Und ab jetzt sind wir zu dritt. Was jetzt passieren wird, Sturmbannführer. Sie werden aufstehen und mit uns durch diese Tür hinausgehen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Sie und ich, wir beide wissen, Hauptsturmführer, dass egal, was mit den anderen Leuten hier in diesem Raum passiert, wir 2 nirgendwo hingehen. Stieglitz. Dann haben wir die dritte Ebene, und zwar die moralische Ebene. Die Figuren drücken ihre Werte und ihre Glaubensvorstellungen aus. Sie können also die Haltung des Gegners und ihre eigene Haltung entweder begründen oder versuchen niederzumachen und zu sagen, nein, das ist total falsch. Es geht also um das richtige und das falsche Handeln aus Sicht der Figuren. Nicht unbedingt aus eurer Sicht des Autoren, sondern eben aus der klaren individuellen Sicht, die die Charaktere auf ihr eigenes Leben haben. Bemerkenswert an Tarantinos Film ist, wie zynisch Hellstrom hier argumentiert, wie er die moralische Ebene nutzt, um dem Gegner eins reinzuwürgen. Also Herr Sturmbannführer. Major. Schnauze, du Schlampe. Das ist wirklich schade um Oberfeldwebel Wilhelm und seine berühmten Freunde. Falls einer von euch vorhat, am Leben zu bleiben, werdet ihr sie auch erschießen müssen. Sieht so aus, als ob Klein Max als Waise aufwächst. Wie traurig. Well, if this is it, old boy, I hope you don't mind if I go out speaking to kings. By all means, Captain. There's a special rung in hell reserved for people who waste good scotch. Seeing as I may be rapping on the door momentarily. I must say, damn good stuff, sir. It would appear there's only one thing left for you to do. And what would that be?
Und auf der vierten und letzten Ebene, die ich ansprechen möchte, kommen noch die Leitmotive hinzu. Das sind einzelne Sätze oder Worte, die öfter wiederholt werden und beim Wiederholen eben eine zusätzliche Bedeutungsebene hinzugewinnen. Also so kriegt ihr einen besonderen Rhythmus in eure Szene rein, weil etwas immer wiederholt wird, hat der Zuschauer so ein Gefühl von, aha, das kenne ich doch schon, und erinnert sich dann an das letzte Mal, als es ausgesprochen worden ist. Dieser Film ist natürlich ein sehr männlicher Film und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was das Leitmotiv in dieser Szene ist. Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf ihre Hoden gerichtet ist. Warum richten Sie Ihre Walter auf meine Hoden? Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Say auf Wiedersehen to your Nazi boss. Also, wenn ihr jetzt eigene Dialoge schreibt, dann geht ihr nach dieser Reihenfolge vor. Ihr schreibt die Szene erstmal ohne Dialoge, dann fügt ihr die funktionalen Dialoge hinzu, dann kommt die moralische Ebene hinzu und dann noch die Leitmotive, damit das Ganze verfeinert wird. Und wenn ihr das so macht, wenn ihr also mehrere Bearbeitungsstufen habt, dann könnt ihr immer tiefer einsteigen, also immer eine größere Tiefe bekommen in euren Dialogszenen. Zum Abschluss möchte ich euch noch 3 wichtige Tipps mitgeben. Das erste ist, dass ihr eine eigene Stimme euren Figuren gebt. Also jede wichtige Figur sollte eine eigene Stimme haben. Das könnt ihr über die Satzstruktur machen, über ein bestimmtes Vokabular. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. In Inglourious Basterds ist es so, dass die Figuren alle einen unterschiedlichen Akzent haben, weil die auch aus anderen Ländern kommen, weil die aus anderen Regionen kommen. Und diese Akzente spielen dann auch noch eine Rolle in der Geschichte. Ja, der zweite Punkt ist, dass ihr die Pausen variieren solltet zwischen euren Dialogen und von den Redezeiten her. Also habe ich immer eine Zeile Figur A, dann Pause, dann eine Zeile Figur B, dann Pause, dann eine Zeile Figur A. Natürlich nicht, weil das ist natürlich langweilig. Kann ich diese einzelnen Dialogzeilen überlappen lassen? Kann ich Leute einander ins Wort fallen lassen, sie abschneiden, während sie gerade was sagen oder bevor sie es sagen? Oder lasse ich dann eine extra Pause? Kann ich eine Pause irgendwo einfügen? Das sind alles so Möglichkeiten, wie ihr da eine Variation reinbekommen könnt. Der dritte wichtige Punkt ist noch, dass ihr die Exposition, das heißt Informationen, die für den Zuschauer wichtig sind, um die Geschichte zu verstehen, niemals für sich stehen lassen solltet, sondern wenn ihr Expositionen bringen müsst, wenn ihr das Gefühl habt, das muss jetzt sein, dann macht es so, dass das nur unter Konflikt zum Vorschein kommt. Also eine Figur hat die Informationen und die andere will sie haben und muss eben sich anstrengen, um die zu bekommen. Dass das also durch einen Konflikt herauskommt. So garantiert ihr, dass die Szene auf jeden Fall spannend bleibt. Das war's soweit von mir. Ich verlinke euch natürlich auch noch die Szene, die ganze Szene, dass ihr die nochmal im Kompletten schauen könnt in der Infobox unten. Und ansonsten kann ich nur sagen, viel Spaß beim Schreiben und denkt einfach dran, ihr seid nicht alleine da draußen.